Über den endlosen goldenen Graslandschaften des Krüger-Wildreservats scheint die Sonne hell und ein trockener Wind weht. 2 Löwen, ein Männchen und ein Weibchen, wurden nach einer langen Zeit der halbwilden Zucht gerade wieder in die Wildnis entlassen. Zuvor wurden sie von Rangern aus einem Zustand der Erschöpfung gerettet und in einem sicheren, halbwilden Käfig sorgfältig gepflegt. Nach Monaten der Erholung werden sie stärker und gewöhnen sich allmählich an das freie Leben und die natürliche Jagd. Josef Ndlovu und Elias Mukwena, 2 erfahrene Ranger, haben den Integrationsprozess der Löwen täglich verfolgt. Sie überwachen Bewegungen mit Hilfe von GPS-Geräten und sind in Notsituationen jederzeit zum Eingreifen bereit. Der männliche Löwe ist groß und stark, hat eine majestätische, dichte Mähne und eine starke Persönlichkeit und bleibt immer in der Nähe seiner Partnerin, um sie zu beschützen. Die Löwin ist anmutig und widerstandsfähig, obwohl sie im Vergleich zu ihrem Gefährten noch schwach ist, beharrlich bei der allmählichen Integration. Ihre Beziehung wurde immer stärker und manchmal lagen sie wie ein langjähriges Paar nebeneinander im Schatten eines Baumes. Die Prärie verspricht, voller Herausforderungen zu sein, und die größte Herausforderung steht ihnen eines schicksalhaften Tages bevor. An einem heißen Nachmittag, als die Sonne brannte und den Boden aufbrechen ließ, kamen die beiden Löwen zu einem flachen See, um zu trinken. Der Himmel war blau, in der Ferne flogen ein paar Vogelschwärme, die Wasseroberfläche reflektierte das glitzernde Licht, es schien sicher. Als sich die Löwin zum Trinken hinunterbeugte, sprang blitzschnell ein riesiges Krokodil aus dem trüben Wasser. Seine kräftigen Kiefer schlossen sich um die Vorderbeine der Löwin und zogen sie in den gefährlichen Schlamm. Die Löwin schrie vor Schmerz, ihre Krallen schlugen verzweifelt um sich, ihr Brüllen hallte über den ausgetrockneten See. Der männliche Löwe stürmte wie ein Sturm heran und warf seinen mächtigen Körper, um das Monster aus dem Wasser zu stoßen. Ein Gebrüll hallt durch den Raum, die Mähne ist aufgestellt, die Augen leuchten, er beschützt seine Gefährtin wild. Es biss fest in den Kopf des Krokodils und schwang ununterbrochen seine Krallen, was seinen Gegner vor Wut erzittern ließ. Das Krokodil wehrte sich heftig, schlug heftig mit dem Schwanz, spritzte Wasser auf und ließ die Oberfläche des Sees aufgrund des erbitterten Kampfes erzittern. Die Löwin kämpfte verzweifelt und versuchte zu entkommen, wurde jedoch immer tiefer hineingezogen, ihre Augen waren von blanker Angst erfüllt. Der männliche Löwe griff weiterhin mit aller Kraft an, brüllte drohend und ließ nicht zu, dass das Krokodil die Oberhand gewann. Schließlich gab das Raubtier auf, ließ das Bein der Löwin los und tauchte in das tiefe, schlammige Wasser. Die erschöpfte Löwin, aus deren vielen Wunden Blut sickerte, kämpfte darum, wieder an Land zu kommen. Der männliche Löwe führte seine Gefährtin zurück zum Fuß eines großen Baumes in der Nähe des Sees, seine Augen voller Sorge. Als die Nachmittagssonne unterging, brach die Löwin zusammen, atmete schwach und war unter der Bewachung ihres Gefährten bewusstlos. Ein langer Tag verging, die Löwin war immer noch bewusstlos, ihre Atmung wurde allmählich schwächer und es gab keine Anzeichen einer Erholung. Der männliche Löwe leckte die Wunde seiner Gefährtin, seine Augen waren voller Verzweiflung, doch all seine Bemühungen waren vergeblich. Es knurrte leise, drehte sich um und blickte über die weite Graslandschaft, während es anscheinend über eine Möglichkeit nachdachte, seinen Partner zu retten. Schließlich verließ es den Baum und ging direkt auf die Asphaltstraße zu, die durch das Reservat führte. Hier stoppte es einen fahrenden Streifenwagen, woraufhin 2 Ranger erschrocken stehen blieben. Josef und Elias erkannten sofort, dass es sich um den männlichen Löwen handelte, den sie einen Monat zuvor freigelassen hatten. Sie spannten sich an und umklammerten das Lenkrad, aus Angst, das wilde Tier könnte plötzlich angreifen. Doch statt zu brüllen, starrte der Löwe ihn nur mit seltsamen Augen an, drehte sich dann um und ging weg. Es blickte immer wieder zurück, seine Augen schienen zu fliehen, als wolle es die Menschen dazu bringen, ihm zu folgen. Josef warf Elias einen Blick zu. Beide verstanden, dass etwas Dringendes vor sich ging. Ohne zu zögern folgten sie den festen Schritten des Löwenmännchens. Auf dem roten, staubigen Pfad erstreckte sich der Schatten des Löwen, der beim Gehen drängend den Kopf drehte.
Schließlich blieb es vor einem großen Baum stehen, wo die Löwin regungslos lag. Die beiden Ranger waren fassungslos, als sie den herzzerreißenden Anblick sahen. Das Kind war blutüberströmt, atmete schwach und bewegte sich nicht. Josef forderte sofort per Funk einen Notfallbericht an, während Elias den Erste-Hilfe-Kasten für den sofortigen Einsatz vorbereitete. Da sie wussten, dass sie nicht auf Hilfe warten konnten, beschlossen die beiden, die Behandlung gleich dort durchzuführen, mitten in diesem rauen Grasland. Zunächst setzten sie ein Betäubungsgewehr gegen den männlichen Löwen ein, um ihn daran zu hindern, die gefährliche Behandlung zu stören. Als der männliche Löwe fiel, eilten Josef und Elias an die Seite der Löwin. Die Wunden an seinen Beinen und Rippen hatten begonnen anzuschwellen und sich schwer zu entzünden, sodass ein übler Geruch nach Blut ausströmte. Elias holte schnell seinen Erste-Hilfe-Kasten heraus und legte Gase, Nahtmaterial, ein Antiseptikum und eine Spritze bereit. Josef reinigte das Blut sorgfältig mit einer antiseptischen Lösung, jede Bewegung war dringlich und präzise. Die Löwin stöhnte leise, blieb jedoch bewusstlos und ihr müder Körper zitterte von Zeit zu Zeit. Elias schloss die lange Wunde langsam mit einer Nadel. Unter der sengenden Sonne tropfte ihm der Schweiß von der Stirn. Jeder Stich erforderte Konzentration, die beiden Ranger arbeiteten gut zusammen und ließen keinen Riss aus. Josef überwachte ständig die Atmung und den Herzschlag der Löwin, um sicherzustellen, dass sie am Leben blieb. Nachdem die große Wunde vernäht wurde, wird sie mit Gase umwickelt und mit einem starken Verband fixiert. Um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern, injizierte Elias starke Antibiotika und Adjuvantslösungen in seine Venen. Dann legte Josef dem Löwen etwas frisches Fleisch vor, damit er es fressen konnte, wenn er aufwachte. Der Wind wehte über das Grasland und trug den Geruch von Medizin, Blut und angespanntem Atem mit sich. Sie zogen sich zurück, stiegen in ihre Jeeps, beobachteten das Geschehen aus der Ferne und warteten darauf, dass das Wunder geschah. Eine Stunde später wachte der männliche Löwe allmählich auf, seine Augen waren trüb und er blickte zu den beiden vertrauten Personen auf. Es ging langsam auf seinen Partner zu und setzte sich neben ihn, seine Augen voller Sorge. Als es das Stück Fleisch sah, bückte es sich, um langsam zu fressen, aber seine Augen folgten weiterhin seinem Partner. Nach einem Moment regte sich die Löwin leicht, ihre Augenlider flatterten und öffneten sich dann langsam. Seine schwachen Augen rollten herum, es leckte sich müde die Lippen, trank etwas Wasser und schlief dann wieder ein. Josef und Elias sahen einander an. Ihre Herzen schmerzten, doch ihre Augen leuchteten noch immer vor Hoffnung. Die beiden beschlossen, genau hier ihr Lager aufzuschlagen, um die Nacht zu verbringen und den Zustand der Löwin genau zu beobachten. Draußen verdunkelte sich der Himmel allmählich, ein kalter Wind wehte durch die Graslandschaft und in der Ferne hallten die Geräusche wilder Tiere wieder und kündigten eine lange Nacht an. Der männliche Löwe lag still neben seiner Gefährtin, seine Augen leuchteten hell in der Dunkelheit und bewachten das zerbrechliche Leben. Ein strahlender Morgen brach an, das Licht färbte die Graslandschaft des Krüger-Nationalparks golden und erhellte eine Szene der Hoffnung. Josef und Elias wachten auf, und der Anblick schmerzte ihre Herzen. Die Löwin stand auf und ging langsam zum Rand des Sees. Ihre Beine zitterten noch immer, waren aber viel stabiler. Es bückte sich, um das Wasser zu trinken, kleine, aber stetige Schlucke, und das glitzernde Wasser reflektierte das Sonnenlicht des frühen Morgens. Der männliche Löwe saß neben ihm, seine Augen waren wachsam, doch sein Körper war von stillem Schutz erfüllt. Die beiden Ranger sahen sich an und lachten. Nach 2 Tagen des Kampfes ums Überleben waren sie von überströmender Freude erfüllt. Ihre Bemühungen, sie zu retten, wirkten Wunder, die Löwin kam vom Rande des Todes zurück. Josef hielt Elias handfest und beide fühlten eine tiefere Verbindung zur Natur als je zuvor. Die Löwin näherte sich dem Löwenmännchen und rieb ihr liebevoll den Kopf als unsichtbares Dankeschön. Die beiden gingen Seite an Seite langsam auf die fernen Felder zu, ihre Silhouetten waren im frühen Morgenlicht zu sehen. Josef holte leise seine Kamera heraus, um den Moment festzuhalten, sein Herz war von diesem seltenen Wunder bewegt. Elias startete den Jeep und die beiden bereiteten sich darauf vor, nach 2 schlaflosen Tagen zur Rangerstation zurückzukehren.
In der Ferne verschwand das Löwenpaar allmählich im weiten Grasland und hinterließ eine unsterbliche Geschichte des Lebens und des Mitgefühls.